Ich hätte niemals gedacht, dass meine Zahnschmerzen etwas mit meinem inneren Zustand zu tun haben könnten, bis ich die Kraft und den Mut hatte, wirklich hinzuschauen. Nachdem wir in den letzten Videos über Karies und mehr auf die körperliche Ebene eingegangen sind, was das Thema Zähne anbelangt, möchte ich dich heute einen Schritt tiefer mitnehmen. Und zwar möchte ich darüber sprechen, was hinter unerklärlichen Zahnschmerzen stecken könnte und was das mit deinem inneren Zustand, mit deinen Emotionen zu tun haben könnte und dir auch Dinge, also Fragen an die Hand mitgeben möchte, die du nutzen kannst, um diese Zahnschmerzen zu stillen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Anja. Ich begleite Frauen von der Erschöpfung in die volle Kraft, das Leben zu führen, das sie sich so sehr wünschen. Und wie schon in den letzten Videos auch erklärt, eine meiner Visionen ist es, mehr Unabhängigkeit zu schaffen. Mehr Unabhängigkeit, mehr Freiheit, was unseren Körper anbelangt. Und da Tools an die Hand mitzugeben, die du für dich nutzen kannst, damit wir einfach als Gesellschaft freier werden und uns mehr mit unserem Körper in Verbundenheit fühlen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das sehr gerne. Es kostet nichts und es hilft mir, mehrere Menschen zu erreichen, mehrere Menschen von meinen Erkenntnissen und Dingen, die ich einfach über die Jahre gelernt habe, teilhaben zu lassen. Und teile das auch sehr gerne mit jemandem, wo du weißt, das könnte der oder dem hilfreich sein. Ja, und heute geht's darum, was könnte hinter deinen Zahnschmerzen stecken und was kannst du tun. Als ich damals diese unerklärlichen Zahnschmerzen hatte, ich erinnere mich noch gut, ich lag oft im Bett vor dem Einschlafen, am Nachmittag, untertags und hatte diese fürchterlichen Zahnschmerzen. Und es war eben in einer Zeit, ich kam zurück von meinen vielen Reisen in der Welt, wo ich in verschiedenen Orten gelebt und gearbeitet habe und natürlich auch gereist, also ja, verschiedene Länder kennengelernt habe. Und dann kam ich von dieser weiten, offenen Welt zurück in das kleine, traditionelle Südtirol, zurück in mein Elternhaus, nachdem ich über Jahre eigentlich selbstständig gelebt habe. Und ich dachte mir, das wäre vorübergehend, aber es hat sich dann in die Länge gezogen, weil dann die Pandemie kam. Und in Italien war das natürlich sehr strikt mit sehr vielen Regeln. Ich konnte nur 100 bis 200 Meter vom Haus gehen. Man durfte niemanden sehen. Keine sozialen Kontakte, keine Veranstaltungen. Natürlich, das Reisen war nicht mehr möglich von einem Tag auf den anderen und alles war online. Und das war natürlich ein Schock erstmals. Und ich ging dann auch zum Zahnarzt. Also ich fühlte mich in der ganzen Situation, vornweg möchte ich noch sagen, ich fühlte mich so, als säße ich fest, als gäbe es keinen Ausweg. Und es hat sich einfach fürchterlich angefühlt. Und natürlich dann die Schmerzen an sich, die waren teilweise unaushaltbar. Und ich bin dann zum Zahnarzt gegangen, natürlich in dieser Zeit der Pandemie. Alles war wie ausgestorben, wie eine Geisterstadt. Es war total unheimlich. Und dann im Zahnarztsessel sagte man mir, es gäbe nichts, man fände nichts, es gibt keine Karies, es gibt gar nichts, nachdem wir Röntgen gemacht haben und alles weitere. Und dann bin ich wieder nach Hause und es hat sich einfach nur, ja, ich habe mich einfach dann wie ausgeliefert gefühlt und wusste nicht, was ich tun könnte. Und da sind wir eben auch schon auf dem Punkt, also an den Kern der ganzen Geschichte. Das ist nämlich die Ohnmacht, die Hilflosigkeit. In einer Situation zu sein, wo es keine Optionen, keinen Ausweg gibt. Und das natürlich zeigt sich dann auch im Körper, denn unser Körper, der lügt niemals. Unser Körper, der trägt Nachrichten in sich und der spricht eben. Und bei mir war es eben mit dieser Hilflosigkeit, die ich so stark in mir gefühlt habe.
Und wenn wir uns mal anschauen, was ist denn eigentlich Ohnmacht? Was ist diese Hilflosigkeit? Zum einen ist es ein Gefühlszustand, aber es geht noch sehr viel tiefer. Er basiert auf einem Nervensystemzustand. Und der tritt ein, wenn wir in einer Situation sind, die nicht kontrollierbar, nicht lösbar oder nicht entkommbar sind, wie es eben bei mir auch der Fall war. Und da dürfen wir aber auch unterscheiden, denn die Hilflosigkeit sagt nicht, es gibt nichts, ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist eine Unsicherheit. Die Hilflosigkeit, die geht noch viel tiefer. Die sagt, es gibt nichts, was ich tun kann. Hörst du den Unterschied? Also ja, wir sind da tatsächlich bei einem Gefühlszustand, der ganz, ganz unten auf der Gefühlsskala liegt. Oben die angenehmen, schönen Emotionen, Liebe, Freude, Hoffnung, Dankbarkeit. Weiter unten die Angst, Depression, Trauer, Wut und ganz, ganz unten eben diese Hilflosigkeit. Und das ist auch schon ein Zustand, ist weniger ein Gefühlszustand, sondern ein Zustand von Handlungsunfähigkeit auch. Und das Gefühl eben, also das sind dann ja auch Gedanken da, bevor ein Gefühl kommt, also es wird ja von einem Gedanken kreiert und dann sind Gedanken da, wie ich bin ausgeliefert, ich weiß nicht, was ich tun kann, es gibt keinen Ausweg. Ja, sie können Gedanken sein, die eben die Hilflosigkeit triggern. Und natürlich der Körper will uns immer schützen. Der macht die Dinge, um uns zu schützen. Und wenn wir da auf der Nervensystemebene schauen, was da passiert, dann gibt es die klassische Reaktion, das ist die Freeze Response, das heißt ein Erstarren, ein Einfrieren. Das ist wie ein Gefühl zu haben, wie ich bin da, aber ich bin nicht wirklich da. Und da eben geht der Körper wie in die Handlungsunfähigkeit rein. Und wenn es noch viel tiefer geht, dann geht das System in einen Shutdown, in einen Kollaps rein. Das ist dann die Dissoziation. Und da ist so wie, es ist so ein Gefühl von wie nicht wirklich hier zu sein. Und das macht eben der Körper, um uns eben zu schützen. Deine Schutzreaktion da, verurteile dich auch nicht, wenn diese Reaktionen da sind, wenn du dich in so einem Zustand befindest, der Körper macht alles im Grunde, um uns zu schützen, zu unserem Besten. Und was passiert wenn wir uns den Körper anschauen? Ja, was passiert im Körper, wenn die Hilflosigkeit da ist? Wie drückt sich das aus? Also hauptsächlich sprechen wir hier vom Gesicht, vom Nacken, Kieferbereich. Das kann dann eben auch das Zähneknirschen sein. Das kann ein Druckgefühl im Nacken sein. Das sind dann eben diese unerklärlichen Zahnschmerzen zum Teil oder eben auch einfach das Zusammenbeißen. Und warum eben sind es genau die Zähne? Warum ist da der Kiefer betroffen? Kiefer und die Zähne, das sind der Ort, wo eben die nicht gelebte Reaktion, nicht gelebte Handlung und eben auch die unterdrückte Wut, unausgesprochene Dinge sich aufbauen. Und deshalb eben kann es dazu führen, wenn eine Situation sich so hilflos, wenn du dich so ausgeliefert fühlst, dass sich das dann eben in den Zähnen, im Kiefer ausdrückt. Und dann eben bringt das der Körper muss irgendwo die Energie binden, ja. Und so eben, weil es nicht raus kann, ja. Wenn du da feststeckst und es nicht raus kann, dann versucht der Körper diese Energie zu binden und dann drückt sich das eben in Form von Spannungen, Schmerzen, Druck und so weiter aus. Ein weiterer Grund, warum du Zahnschmerzen haben könntest, wenn sie unerklärlich sind, ist auch unterdrückte Wut, also nicht gesagt, dass du für dich behältst. Und eben Emotionen wie eben starke Wut. Wut ist Bewegungsenergie, die will raus, die muss raus. Und wenn du das für dich behältst, was ja bei uns Frauen ganz oft so ist, die Wut ist ein unschönes Gefühl, wir dürfen das nicht zeigen,
dann eben kann sich das auch in Zahnschmerzen ausdrücken. Ich möchte jetzt nicht näher darüber eingehen. Ich habe darüber ein Video gemacht vor einigen Monaten. Ich verlinke es am Ende. Schau dir das sehr gerne an. Du bekommst da konkrete Tipps, was du mit der Wut machst, damit sich die nicht im Körper anstaut. Und ein weiterer Grund kann auch sein, einfach ein überaktives Nervensystem. Sprich, wenn du einfach chronische Anspannung in dir trägst und sehr viel Stress kann das natürlich auch begünstigen. Und nun zum wichtigsten Teil. Wie kannst du mit dem Ganzen umgehen? Wie kannst du mit dieser Hilflosigkeit umgehen? Für mich war das ein Prozess. Das war nicht ein einmal machen und dann hatte ich das heraus. Das war wirklich eine Übung. Und für mich hat alles begonnen, wie ich gelernt habe, hinzuschauen. Wie ich den Mut hatte, hinzuschauen und es einfach mal da sein zu lassen. Ja, diese Hilflosigkeit willkommen zu heißen und die einfach mal für eine Minute, 1 bis 2 Minuten zu spüren im Körper, ohne dass ich mich damit identifiziere, sondern einfach, dass ich diese Hilflosigkeit da sein lasse und der Raum gebe. Und ich weiß, wenn du das zum ersten Mal oder am Anfang bist, dann kann das sehr, sehr überwältigend sein. Ich finde, Hilflosigkeit ist eines der krassesten Gefühlszustände und es kann sich extrem unangenehm anfühlen. Also sei dir das einfach bewusst, da ist nichts irgendwie falsch mit dir, da bedarf es auch einfach Übung. Und nachdem ich das immer wieder gemacht habe, haben sich tatsächlich meine Schmerzen komplett gelöst. Lass mich gerne in diesem Prozess teilhaben. Wie geht's dir damit? Schreib das in den Kommentaren. Ich glaube, das ist auch sehr wertvoll für anderen zu lesen, wie es dir in diesem Prozess geht und dass wir uns da austauschen können. Ja, und das ist eben der erste Schritt, also mal den Gefühl Raum geben zu lassen und einfach mal das da sein zu lassen. Und dann frag dich, am besten nimm dir dein Journal und frag dich, wo in meinem Leben fühle ich, dass es keinen Ausweg gibt? Wo stecke ich fest? Was möchte ich sagen? Was möchte aus mir raus? Wo möchte ich handeln, kann es aber nicht? Und auch, wo fühle ich, dass ich keine Kontrolle in meinem Leben habe? Ja, wo fühle ich mich wie ausgeliefert? Und schreib das einfach mal auf. Und wenn du dann in die Aktion gehst, also die Heilung dann dieser Hilflosigkeit, liegt dann genau diese Dinge zu tun. Und für mich, wie schon gesagt, es war nicht eine einmalige Sache. Ich habe mir da auch professionelle Unterstützung geholt und das war sehr wertvoll, denn mittlerweile kann ich mit diesen Dingen umgehen und begleite eben auch andere Frauen in ihren Prozessen. Und wenn du da Unterstützung möchtest, dann bin ich sehr gerne für dich da. Du findest alles weitere auf meiner Homepage, all meine Angebote. Schreib mir auch sehr gern über das Kontaktformular und lass uns teilhaben. Wie geht's dir in diesem Prozess? Es würde mich sehr interessieren, von dir zu hören. Ich sage nochmals vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.